Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. In einer Welt voller Lärm, ständiger Ablenkung und einer permanenten Flut von Informationen sehnen sich immer mehr Menschen nach Ruhe und innerem Frieden. Erling Kagge, norwegischer Abenteurer, Verleger und passionierter Entdecker der Extreme, widmet sich in seinem Buch Stille. Ein Wegweiser der zentralen Frage, wie man Stille in seinem Leben finden und bewahren kann. Kagge nutzt seine außergewöhnlichen Erfahrungen, darunter seine Solo-Expedition zum Südpol, als Ausgangspunkt, um Stille nicht nur als äußere Abwesenheit von Geräusch, sondern auch als einen wertvollen inneren Zustand zu erforschen. Kagge nimmt den Leser mit auf eine Reise durch philosophische Überlegungen, persönliche Anekdoten und praktische Empfehlungen. Sein Schreibstil ist klar und inspirierend, angereichert durch eine angenehme Mischung aus Reflexion und pragmatischer Anleitung. Dabei gelingt es ihm, die Bedeutung der Stille für ein erfülltes, konzentriertes und bewusstes Leben zu verdeutlichen. Mit Stille. Ein Wegweiser lädt Erling Kagge seine Leser dazu ein, innezuhalten, die Kraft der Stille wahrzunehmen und die Vorteile dieses seltenen Guts wertzuschätzen und im Alltag selbst zu erleben. Dieses Buch ist weit mehr als ein Plädoyer für Ruhe. Es ist ein kluger, stiller Begleiter auf dem Weg zu mehr Gelassenheit und Selbstbesinnung. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die Suche nach Stille in einer lärmenden Welt. Kagge beschreibt eingehend, wie moderne Gesellschaften von Geräuschen und Ablenkungen dominiert werden. Smartphones, Medien und permanente Erreichbarkeit tragen dazu bei, dass ein ruhiger Moment selten geworden ist. Die ständige Reizüberflutung und der chronische Lärm führen dazu, dass viele Menschen ihre eigene Stimme und ihre inneren Bedürfnisse kaum noch wahrnehmen. Kagge argumentiert, dass die bewusste Suche nach Stille nicht nur eine Flucht ist, sondern vielmehr eine notwendige Praxis zur Wiederherstellung der inneren Balance. Er legt dar, wie wichtig es ist, sich aktiv Momente der Stille zu schaffen, um dem Lärm des Alltags entfliehen zu können. Die Suche nach Stille wird von Kagge nicht nur als eine äußere Praxis betrachtet, sondern als wesentlicher Bestandteil eines gesunden und erfüllten Lebens. Zweitens. Stille als innerer Zustand. Während viele Menschen Stille vor allem mit der Abwesenheit von äußeren Geräuschen verbinden, stellt Kagge insbesondere die innere Dimension der Stille heraus. Er beschreibt, wie die eigentliche Qualität der Stille von innen kommt, als Ergebnis bewusster Wahrnehmung, Achtsamkeit und einer entschleunigten Lebensführung. Die äußeren Umstände sind oft nicht vollständig kontrollierbar, aber durch Meditation, Konzentration auf den Atem oder gezielte Achtsamkeitsübungen kann jeder Einzelne in sich selbst einen Ruhepol schaffen. Kagge leitet aus persönlichen Erlebnissen wie seiner Polarexpedition ab, dass echte Stille selbst unter extremen Bedingungen erlebbar ist, wenn man bereit ist, sich nach innen zu wenden und die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen. Diese Perspektive macht Stille zu einer stets erreichbaren Ressource, unabhängig von der äußeren Welt. Drittens. Die Kraft der Einsamkeit. In Stille. Ein Wegweiser ermutigt Kagge dazu, die Einsamkeit nicht als Defizit, sondern als Chance zu begreifen. Alleinsein und Stille werden oftmals als beängstigend oder unangenehm erlebt. Doch Kagge beschreibt, wie gerade in der Abgeschiedenheit tiefe persönliche Einsichten und Kreativität entstehen können. Er berichtet von seinen Soloreisen, insbesondere seiner Reise zum Südpol, wo die Einsamkeit nicht nur eine Randbedingung, sondern auch eine Quelle der Erkenntnis war. In der bewussten Auseinandersetzung mit sich selbst, abseits von sozialen und medialen Einflüssen, liegt ein großes Potenzial für persönliches Wachstum und Selbstfindung. Kagge zeigt, dass erlernte Fähigkeiten im Umgang mit Einsamkeit und Stille zu einem reicheren und intensiveren Leben führen können. Viertens. Stille als Quelle von Kreativität und Klarheit. Ein zentraler Aspekt von Kagges Überlegungen ist der Zusammenhang zwischen Stille, Kreativität und intellektueller Klarheit. In einer Zeit, in der Multitasking und ständige Reizüberflutung als normal gelten,
wird die Fähigkeit zur Konzentration und zum kreativen Denken immer seltener. Kage verdeutlicht, dass gerade die Stille den Raum öffnet, um neue Ideen zu entwickeln, Probleme zu lösen und Klarheit in Entscheidungen zu gewinnen. Ohne äußere Ablenkung kann das Gehirn in einen Modus des freien, assoziativen Denkens eintreten. Kage teilt Beispiele aus seinem eigenen Leben sowie Erkenntnisse aus Gesprächen mit Künstlern, Wissenschaftlern und Denkern, die betonen, wie essentiell stille Momente für kreative Innovationen sind. Schließlich konkrete Wege zur Kultivierung der Stille im Alltag. Abschließend bietet Kage praktische Ratschläge und kleine Übungen, wie jeder Mensch mehr Stille in sein Leben integrieren kann. Er empfiehlt, bewusst den Alltag zu entschleunigen, Geräte auszuschalten, kleine Spaziergänge ohne Ablenkung zu unternehmen oder sich regelmäßig Zeit für Meditation und Reflexion zu nehmen. Zentral ist dabei die Erkenntnis, dass Stille nicht immer mit vollständiger Geräuschlosigkeit gleichgesetzt werden darf. Vielmehr geht es darum, Raum für Gedanken, Wahrnehmung und inneres Wachstum zu schaffen. Kage liefert somit einen handlungsorientierten Leitfaden, der es auch in einem hektischen Alltag ermöglicht, die Stille zu finden und zu bewahren. Durch diese konkreten Tipps wird das Buch zu einer wertvollen Inspirations- und Motivationsquelle. Zusammenfassend: Stille. Ein Wegweiser richtet sich an alle, die nach einem Gegenpol zum rasanten, lauten und von Hektik geprägten modernen Leben suchen. Besonders geeignet ist das Buch für Menschen, die viel Stress erleben, permanent verfügbar sind oder Schwierigkeiten haben, zur Ruhe zu kommen. Auch für Leserinnen und Leser, die sich für Themen wie Achtsamkeit, Selbstreflexion und persönliche Entwicklung interessieren, bietet Kages Werk einen großen Mehrwert. Die Stärke des Buches liegt darin, dass es nicht nur theoretische Impulse gibt, sondern auch praktische Anleitungen und Inspirationen für den Alltag vermittelt. Dadurch können die Erkenntnisse direkt ins eigene Leben integriert werden. Das Buch unterscheidet sich von anderen Titeln aus dem Bereich Lebenshilfe und Achtsamkeit vor allem durch seinen authentischen Erfahrungsreichtum, den persönlichen Stil und die gelungene Verbindung aus Abenteuer, Philosophie und lebenspraktischen Empfehlungen. Kage hat es verstanden, sein außergewöhnliches Leben mit tiefgehenden, universellen Fragen zu verbinden, die jeden betreffen. Wer Stille, ein Wegweiser liest, wird nicht nur ermutigt, eigene stille Momente zu suchen, sondern erhält zudem konkrete Werkzeuge, um bewusster, gelassener und kreativer zu leben. Die Investition in dieses Buch zahlt sich aus, weil sie hilft, einen Zugang zu finden zu einer Ressource, die im hektischen Alltag selten geworden ist und doch von zentraler Bedeutung für Wohlbefinden, Gesundheit und Zufriedenheit ist. Wer nach einer nachhaltig wirksamen Veränderung sucht, um mehr Achtsamkeit und Ruhe zu erleben, ist mit diesem Buch bestens beraten. Wenn Sie unterstützen möchten, Erling Kage, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.